So, Ein Prozessmodell der ISO 15288 hast du digitalisiert. Warum hast du dich damit beschäftigt? mir war es langweilig. Wenn ich eine Aufgabe habe, mein Unternehmen anzupassen, dann muss ich aus irgendeiner Quelle die typischen Arbeiten nehmen, neue Capabilities auf gutem Englisch gesagt einzuführen. Und das ISO 15.012, ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen irgendwelche Störungen in meinem Kopf ist, weil Ja, fangen wir einfach an, ne? Ja, Wir klar. machen jetzt hier, weiß ich nicht, eine Klappe. Stimmt. Heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier bei mir im Podcast begrüßen. Er war bei Firmen der Luft- und Raumfahrtbranche unterwegs, hat dort Steuerungstechnik und Regelungstechnik studiert. Kennt sich also aus mit elektrotechnischen, pneumatischen und hydraulischen Systemen. Er hat in der damaligen Sowjetunion in verschiedenen Konstruktionsbüros gearbeitet und war unter anderem für MathWorks als Lehrer unterwegs. Außerdem hat er das russische Chapter der Incosi geleitet und aufgebaut. Und ja, heutzutage ist er bei einer Porsche-Tochter MHP unterwegs und kümmert sich dort um Systems Engineering, Management und Beratung. Herzlich willkommen, Alexander Efremov. Perfekt. Danke dir, Björn. Kurze vielleicht Anmerkung. In der Sowjetunion bin ich geboren, aber studiert schon in Russland. Das natürlich, die Institutionen verändern sich langsam. Deswegen sage ich sowjetischer Ingenieur. Ja. Aber das war schon in einem anderen Land, das es noch gibt. Und geboren bin ich in einem Land, das es nicht mehr gibt. Okay, ja, muss man vielleicht auch ein bisschen genauer sein heutzutage. Ja. Das stimmt. Ja, du hast für die GFSE etwas ganz Tolles gemacht. Und zwar hast du das Prozessmodell der ISO 15288 hast du digitalisiert. Und darüber wollen wir heute einmal sprechen. Und ja, die Frage ist, warum hast du dich damit beschäftigt? Was war so der Anlass für dich, diese Digitalisierung vorzunehmen? Kurze Antwort, mir war es langweilig. Okay, jetzt könnten wir den Podcast natürlich an der Stelle abbrechen, aber das ist ja gar nicht Sinn der Sache. Vielleicht kannst du uns ja doch noch die lange Version erzählen. Stimmt. Ja, ich glaube, dass es auch eine gute Gelegenheit ist, was ich ziemlich selten mache, meinen Arbeitgeber zu bedanken. Ich hatte mal ein Projekt in Wolfsburg und ich wohne in Nürnberg oder bei Nürnberg. Und die Zugreise, wie man sich vorstellen kann, dauert so ungefähr 6 bis 7 Stunden. Und ungefähr zweimal je Woche, vielleicht manchmal ein bisschen öfter, musste ich hin und her pendeln. Ja, dahin fahren, arbeiten, am Ende der Woche zurückfahren. Und ja, natürlich arbeitete ich auch ein bisschen im Zug, aber es gab auch Zeiten, wo es zu viel gewesen wäre, meinem Arbeitgeber meine Zeit zu widmen, und man musste doch was tun. Und soweit Systems Engineering als Thema mir immer interessant war, dachte ich mir, ja komm, versuche ich das zu digitalisieren. Warum denn? Ich kann jetzt nachträglich sagen, was die Anwendungsfälle für so ein Produkt wären. Ja, da kommen wir ja noch zu. Daran habe ich nicht gedacht, wenn ich sowas gemacht habe. Es war so einfach lustig. Ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen irgendwelche Störungen in meinem Kopf ist, weil mir macht es Spaß, Dinge so zu modellieren, zu bewegen in irgendeinem System oder so. Hilft dir dann auch schon mal, irgendwelche Programmiersprachen oder Techniken oder Werkzeuge kennenzulernen und auszuprobieren, wenn man dann mehr konkreteren Anwendungsfall hinter hat, als wie nur eine quakende Ente zum Leben zu erwecken? Stimmt. Ja. Das war tatsächlich auch der Fall. Ich kannte irgendwelche Werkzeuge, so das kostenlose Archi, das ich dafür angewendet habe. Aber es war immer natürlich interessant, etwas Konkretes damit zu machen, nicht irgendein Kopfkino-Beispiel oder so. Ja, sehr schön. Ja, jetzt ist es ja so, für die Produkt- und Systementwicklung benötigen wir irgendwelche Prozesse, die dort eher beschrieben sind, um von
von Entwurf über die Realisierung bis hin zum Inbetriebnahme zu kommen. Und da hat die ISO ja die Incosi hat das entworfen und unter der ISO, unter dem ISO-Label dann entsprechend veröffentlicht, die 15288. Und da sind all solche Prozesse drin beschrieben. Wir sprechen da gerne von dem Lebenszyklusmodell. Vielleicht kannst du uns da so als einleitende Worte, bevor wir dann einsteigen in die Digitalisierung, mal erzählen, was bedeutet denn dieses Lebenszyklusmodell für dich aus deiner Sicht? Ich versuche das so kurz wie möglich zu halten. Ne? Es ist ja eigentlich ziemlich konkret. In Deutschland, habe ich gelernt, nennt man das Produktentstehungsprozess. Das ist aber kein Lebenszyklusmodell, das ist etwas, was man davon bekommen kann. Lebenszyklusmodell ist so ein Schritt zurück, wenn du willst. Ja, es geht um zu sagen, erstmal, ich mache das Produkt, das ist mein Zielsystem, und dann zu überlegen, durch welche, auf Englisch nennt man das Stages, und ich kenne ein paar Kollegen bei Incosi, bei dem Verband, internationalen Verband, die immer drauf bestehen, das sind keine Phasen, ne? Die wollen das voneinander trennen. Okay. Aber auf Deutsch nennt man das doch Phasen. So. Und dann nächster Schritt, du definierst, durch welche Phasen soll dein System laufen, also leben quasi. Und noch ein Schritt, du musst definieren, oder man muss definieren, was getan werden soll, um ein System, also das Produkt, das ich mache als Unternehmen, von einer Phase in die andere zu bringen. Und dann man nimmt diese Prozesse, die man hat in irgendeiner Toolbox, in einem Schrank sozusagen. Das wäre ganz global galaktisch für ein global galaktisches Unternehmen, also für jedes Unternehmen das Prozessmodell, wovon wir jetzt reden. Also du nimmst davon die Prozesse und ordnest diesen Phasen zu, so man weiß, was getan werden soll, um das von links nach rechts zu schieben, oder vielleicht auch umgekehrt. Das ist der Unterschied zu PEP, Produktentstehungsprozess. Da gehst du immer von links nach rechts. Und im Lebenszyklusmodell kannst du natürlich hin und her springen. Ja, genau. Das heißt also, du kannst auch aus dem Test wieder zurückspringen in die Entwicklung oder sogar aus der Produktion hast du dann natürlich Rückschritte in die Entwicklung. Okay. Richtig. Und das Prozessmodell der ISO 15288 stellt uns jetzt höchstwahrscheinlich da gewisse standardisierte Prozesse zur Verfügung. Kann man das so beschreiben? Ich nenne das immer so. Das ist vielleicht was uns wichtig zu definieren ist. Was ist ein Zielsystem oder ein Produkt von einer Person oder einer Abteilung, die dieses Prozessmodell nutzt? Das ist kein Produkt, das zum Beispiel Fahrzeug oder fliegendes Flugzeug, whatever ist. Das ist ein Unternehmen. Ja. Und dann macht es Sinn, von einem Prozessmodell zu sprechen. Wenn ich eine Aufgabe habe, mein Unternehmen anzupassen, zum Beispiel ein neues Lebenszyklusmodell zu gestalten oder neue Capabilities, auf gutem Englisch gesagt, einzuführen, dann muss ich aus irgendeiner Quelle die typischen Arbeiten nehmen und zu sagen, okay, das ist eine Arbeit, die brauche ich für mein neues Produktentwicklungsprojekt. Wenn ich so eine Bibliothek der Prozesse in meinem Unternehmen habe, dann bin ich glücklich, brauche nichts mehr. Wenn ich das doch nicht habe oder mich ein bisschen verbessern möchte als Unternehmen, dann nehme ich so eine global galaktische Bibliothek, das zum Beispiel für meine Industrie gilt oder für alle Industrien. Und das ISO 15288, ich kann das auf Deutsch. 15288. 15288, genau. Ja. Das ist mir immer entweder auf Englisch oder auf Russisch einfach auszusprechen. Also auf jeden Fall, das ist so eine global galaktische Bibliothek, das für alle Unternehmen gilt, die technische, aber auch nicht nur eigentlich Produkte entwickelt. Man soll das nehmen, an sich anpassen und so eine eigene Prozessbibliothek bekommen, um dann sein Unternehmen zu entwickeln. Okay. So funktioniert's. Du hast schon was Wichtiges gesagt, an sich anpassen, also an das eigene Unternehmen anzupassen, weil die Prozesse, die dort beschrieben sind, sind natürlich, wie du es auch gesagt hast, global galaktisch oder generisch. Richtig. Da ist ganz allgemein, wird dann von irgendwelchen Inputs und Outputs gesprochen, aber das ist natürlich dann für die jeweilige Firma nochmal spannender, das genauer zu beschreiben, was sind denn da die Inputs und Outputs. Genau. Ja, und jetzt
war dir ja langweilig, hast du ja gesagt. Und jetzt hast du angefangen, diese Prozesse, die die ISO dort beschrieben hat, zu digitalisieren. Was bedeutet das? Was hast du da getan? Das bedeutet im Prinzip Folgendes. Ich habe sogar ein kurzes Teaser, so ein Video aufgenommen, um zu erklären, wofür, nachträglich natürlich. Wir haben ja dieses Handbuch, Systems Engineering Handbuch. Das ist ungefähr so ein dickes Buch. Das kann mich Wir sind im Audio-Podcast und er zeigt gerade ungefähr 4 bis 5 Zentimeter mit den Fingern. Also stimmt. Das ist ja ungefähr 400 bis 500 Seiten. Ich kann mich nicht deutlich daran erinnern. Sowohl englische als auch deutsche Version. Und da mittendrin gibt es auf einer Seite paar 3 Dutzend Prozesse, das eigentlich Prozessmodell ist, ne? Und dann an anderen Seiten in jedem Abschnitt findet man Prozessbeschreibung, also welche Eingaben man braucht, welche Ausgaben es liefert, was der Zweck ist, was drinnen getan werden soll. Und ich habe mir einfach vorgestellt, okay, Prozess, Stakeholder-Anforderungserhebung, ja gut, da blättern und dann hast du schon 5 Minuten dem Thema gewidmet, den Prozess zu finden. Ja, genau. Und so es geht nicht nur sogar darum, dann die davon abhängige Prozesse zu finden. Das ist noch schwieriger. Und mit dem digitalen Prozessmodell machst du ein paar Klicks und du weißt schon, okay, diese 2 Prozesse sind damit so verbunden. Es ist dir einfacher, diese Anpassungsarbeit zu machen. Weil bei dir, vielleicht können das in einem Unternehmen nicht 2 Prozesse sein, sondern ein Prozess. Also so eine Analyse ist dir viel einfacher zu machen, wenn es digital ist quasi. Okay, das heißt also, du hast jetzt da die Möglichkeit, auf die Prozesse zu klicken, findest dann dort den Zweck, findest dann dort auch die Eingaben und Ausgaben, die dieser Prozess benötigt oder erzeugt und sogar noch irgendwelche verbundenen oder referenzierten Prozesse. Das hast du alles dann dort gestaltet. Stimmt, ja. Du redest jetzt von vielleicht, es gibt ja zwei Ansichten auf das Produkt. Ne? Einmal, was wir auf der Webseite finden können. Ja. Und da erscheint irgendwo in der Beschreibung ein Link vielleicht drauf. Genau, und einmal, das werden wir in die Shownotes packen. Genau. Und es gibt ja auch das Modell an sich. In dem Sinne so Einheiten und Beziehungen zwischen diesen Beziehungen. Und das modelliert man in einem Entwicklungswerkzeug und dann exportiert man das, was auf der Webseite findet. Und der Anwendungsfall, den du meinst, so wie interaktives Handbuch, wenn du willst, ne, einfach durchklicken, anschauen, was statisch schon da ist. Genau, so hatte ich dich gerade verstanden, ja. Aber es gibt natürlich andere Sachen. Im Hintergrund auch dieser Darstellung, dass man auf der Webseite findet, gibt es eine Datenbank, wenn du willst, mit Einheiten und Beziehungen zwischen ihnen. In der tabellarischen Form natürlich. Und sogar auf der Webseite kann man SQL eine Fragen stellen, diesem Modell, und von dieser Datenbank etwas extrahieren, was nur dir interessant ist. Zum Beispiel, du kannst fragen, zeig mir nur die Prozesse, die sowas im Namen haben. Ne? Ja. Und das wäre eine Möglichkeit mit SQL-Anfragen. Natürlich kann man das auch grafisch alles machen, wenn du mit dem Modell an sich arbeitest, in irgendeinem Werkzeug. Ja. Okay, cool. Das heißt also, du hast da richtig was vorbereitet, was auch so richtig interaktiv benutzt werden kann, nicht nur durchzuklicken, sondern auch noch seine eigenen Sichten zu versuchen zu erzeugen. Korrekt. Wenn du erlaubst, ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel zu sagen, also idealerweise Unternehmensentwicklungsprojekte oder Transformationsprojekte sind auch Projekte mit eigenem Budget, mit eigener Mannschaft und so weiter. Und Unternehmen kann man auch modellbasiert entwickeln, wenn du willst. Es gibt ja irgendwelche Frameworks dafür, wie TOGAF oder so. Und nach dieser Vorgehensweise, wie auch man mit Produkten macht, kann so ein Entwicklungswerkzeug nehmen, Ist-Zustand des Unternehmens beschreiben im Modell, Soll-Zustand beschreiben und dafür eine Vorlage nutzen. Ja. Und die Vorlage wäre genau unser Produkt, das du einfach hier runterladen kannst, in irgendeinem Modellierungswerkzeug wiederverwenden und dann hast du schon quasi ideales Zielbild deines Unternehmens. Und genau solche Dinge kannst du dann da weitermachen. Okay, also ich habe jetzt auch schon in Produktentstehungsprozessen mitgewirkt, habe da also auch schon viel Erfahrung gesammelt. Wir haben es meistens hier an der Wand erstmal als Riesentapete aufgezeichnet. Und irgendwann war dann ja der Schritt
zu machen, das irgendwo in irgendein Tool abzubilden. Ja. Und du bist jetzt der Meinung oder du hast das jetzt so vorbereitet, dass man das wirklich dann herunterladen kann und in diese Tools importieren kann. Wahrscheinlich nicht alle, müsste man jetzt nochmal gucken, wer diese Formate unterstützt, aber das würde dann funktionieren. Richtig. Und wenn wir um Format reden wollen, das ist relativ austauschbar. Es geht es gibt eigentlich so eine Nachbardisziplin von uns, von Systems Engineering. Wir nennen das eigentlich auch so Systems Engineering of Enterprises oder Enterprise Systems Engineering. Ne? Und es gibt Leute, die sich Unternehmensarchitekten nennen, also Enterprise Architects. Genau. Ja. Und die haben dafür ihre Sprachen, ihre Formate, um Daten auszutauschen. Und das Modell bekommt man natürlich nicht nur in dem Format von Archi, von einem kostenlosen Werkzeug, sondern es ist am Ende entweder XML-Datei oder CSV-Datei in einem Format, das man in vielen Enterprise-Architekturgestaltungswerkzeugen nutzen kann. Also es ist schon eine etablierte Sache. Okay. Jetzt muss ich so ein bisschen überlegen, in kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo ich dann schon unterwegs war, da gab es, ja, sagen wir mehr oder weniger so rudimentäre Tools. Da konnte ich zwar so ein Schildkrötdiagramm darstellen, aber ob das jetzt alles importierbar war, das weiß ich dann nicht. Das muss man dann wahrscheinlich individuell nochmal überprüfen. Kann gut sein, ja. Genau. Aber wie gesagt, in dem Fall, das ist im schlimmsten Fall CSV oder Excel-Datei, das nach einer bestimmten Struktur gebaut ist. Einheit, Attribut, Beziehung. Das ist ja wiederverwendbar. Ja. Angenommen, ich habe das jetzt oder ich möchte mich damit beschäftigen, das zu importieren. Da stellt sich doch für mich erstmal die Frage, warum sollte ich das machen? Also welche Problemstellungen können jetzt die Anwender und Nutzer mit diesem Tool, mit diesem Baukasten, den du da zur Verfügung gestellt hast, was können die lösen? Du hast es, glaube ich, eben schon mal angerissen, aber vielleicht kannst du das nochmal genauer darstellen. Die Antwort auf die Frage ist, also wie ein echter Systems Engineer muss ich immer fragen, wer bist du? Wer stellt die Frage? Ja. Aber lass mir fantasieren. Es ist ja eigentlich, wir machen jetzt parallel ein internationales Produkt. Was wir jetzt schon haben, ist auf Deutsch auf der Seite der Gesellschaft für Systems Engineering. Und so, ich glaube, wenn wir Podcast schon live machen, dann wird das Produkt auf Inclusive-Webseite auch live, auf Englisch. Ne? Und bevor wir das alles gemacht haben, am vorletzten schon Workshop, internationalen Workshop von Incosi, gab es einen, auf gutem Englisch gesagt, Session, wo Teilnehmer dieser Session, der Arbeitsgruppe Knowledge Management und Ontologies, glaube ich, ist sie, die haben ein Prototyp gesehen von dem Modell und haben gesagt, was sie davon brauchen oder wie sie das nutzen können. Da gab es unter anderem Lehrer von Unis verschiedenen und die sagten, ja, genau so kann ich endlich meinen Studenten erklären, was Prozessmodell ist. Nicht mit einem Buch, sondern so funktioniert es. Okay, also die haben dann schon erkannt, dass du da wirklich diese Zusammenhänge von Input, Verarbeitung, Output und dann zum nächsten Prozess zu springen, dass du das dort dargestellt hast oder darstellen kannst. Genau. Das ist ja Einschränkung von unserem Format, Audioformat, aber ich demonstriere das nicht so, wie das auf der Webseite steht und auch nicht so, wie das in dem Modellierungswerkzeug gestaltet wurde, sondern ich importiere das in ein anderes, übrigens Thema Austauschbarkeit, in ein anderes Werkzeug, um Zusammenhänge zu zeigen von dem ganzen Modell. Das heißt Gephi, auch ein kostenloses Werkzeug. Und da kann man schon ein bisschen Analyse machen, wie zum Beispiel die Größe der Einheiten ist davon abhängig, wie viele Eingänge und Ausgänge, Farben haben irgendwelche Bedeutung. Und dann bewegt man das einfach. Ne? Das ist so grafisch, alle diese Einheiten. Okay. Das sind ungefähr 100 Einheiten mit Eingaben und Ausgaben. Und das ist sehr beeindruckend für Leute. Die sehen einfach, das Ding bewegt sich und das ist schon super cool. Aber danach zeige ich Kollegen, habt ihr irgendwann euch die Frage gestellt, was ist der kürzeste Pfad zwischen dem Prozess und dem Prozess? Und dann klicke ich die zwei und dann sehen wir den kürzesten Pfad über Eingänge, andere Prozesse und Ausgänge. Okay, sehr schön. Und die Lehrer waren nur ein Beispiel. Es gab noch andere Kollegen, die das für sich erkannt haben. Coole Sache. Ja.
Jetzt ist es ja aber so, dass ich nicht unbedingt immer die Prozesse der nicht der GFSE, die hat es nur veröffentlicht, der ISO 15288, dass ich nicht genau diese Prozesse in meinem Unternehmen habe. Du hast das eben schon gesagt, dass in dem einen Prozess sind vielleicht zwei aus dem Standard schon abgedeckt, oder manchmal muss ich sogar einen aus dem Standard aufteilen, weil der in zwei firmeninternen Prozessen abläuft. Kann ich denn oder muss ich meine Firmenprozesse dann entsprechend anpassen? Also muss ich das dann alles irgendwie auseinander dividieren, oder kann ich da meine eigenen Prozesse drüberlegen oder austauschen? Wie ist das möglich mit dem Tool? Also technisch mäßig, modellmäßig kannst du natürlich alles damit machen, sowohl als auch. Ich glaube, methodische Seite hier ist am wichtigsten, und diese Entscheidungen, wenn dir oder unseren Zuhörern näher Produktentwicklung ist, dann können Sie sich das so vorstellen, das ist Architekturgestaltung. Sie irgendwann entscheiden, aus welchen Modulen Ihr Produkt bestehen soll. Aus zwei verschiedenen, aus irgendeinem Grunde, zum Beispiel sicherheitskritische ASIL-D, Embedded Systems Engineering System. Dann musst du natürlich das verdoppeln oder verdreifachen. Ne? Ja. So eine Entscheidung triffst du. Und das Ähnliche macht man auch in Unternehmensentwicklung. Da gibt es aber andere Gründe, um diese Entscheidungen zu treffen. Und dann macht man ähnlich wie mit Produktentwicklung, okay, ich brauche unbedingt diese zwei Abteilungen in zwei verschiedenen Teilen der Welt. Die machen diesen Prozess. Ja. Der ist aber ein bisschen besonders in jedem Ort, und deswegen habe ich zwei Architekturgestaltungsprozesse. Ne? Aber man hat diese Begründung, entweder strategische Entscheidung oder noch irgendwelche Anforderungen, und basierend darauf trifft man diese Entscheidung. Und ja, die Anwendung wäre, man nimmt eine Vorlage, unser Produkt, da gibt es nur einen Prozess, Entwurf zum Beispiel, also Design. Genau. Und du sagst, ja, okay, weil meine Strategie sagt so und so, ich mache zwei Module davon, zwei Verhaltensmodule, weil Prozesse sind ja dasselbe als Funktionen bei uns quasi im Produkt. Ja. Und ich ordne das den konkreten Bauteilen, sprich Abteilungen. So ungefähr sieht's aus. Aber im Modell kannst du das natürlich machen. Okay. Ja. Aha. Ja, super. Weil so kann ich ja dann auch wirklich auf den Standard zurückgreifen, die Tätigkeiten vielleicht dort raus nutzen. Also Tätigkeiten ist jetzt die kleinere Einheit innerhalb Teile eines der Prozesses, Prozesse, so hätte ich das jetzt mal gesagt. Und könnte dann diesen Prozess zwar benutzen, aber ich nehme die einzelnen Tätigkeiten heraus. Muss dann natürlich zusehen, dass ich dazwischen nochmal Inputs, Outputs definiere, weil ich muss ja die Austauschmöglichkeit haben. Ja. Ja, sehr schön. Das hört sich spannend an, wenn ich meinen Prozess so digitalisieren will, dass ich das meinen Projektmitarbeitern visuell auch darstellen möchte. Also oftmals sind die ja wirklich nur in Text beschrieben, irgendwelche Prozesse. Wenn es hochkommt, habe ich dann mal so ein Schildkrötendiagramm. Aber das, was du gerade beschrieben hast, das hört sich natürlich toll an. Das wäre natürlich auch für neue Lernmethoden geeignet. Also ich habe das gerade wirklich bildlich vor Augen. Entschuldigung, wenn ich da so viele Worte drüber verliere. Aber ich habe das wirklich bildlich vor Augen, wie man das dann darstellen kann. Also ich find's richtig klasse. Perfekt, freut mich. Aber ja, genau so ungefähr soll es funktionieren. Du verwendest wieder so viel wie möglich, und wenn du einzige Quelle der Wahrheit hast, also sprich Modell, egal von deinem Produkt oder von deinem Unternehmen, dann leitest du davon Dinge ab, inklusive Arbeitsanweisung. Lieber Kollege, Schulung, Arbeitsanweisung, du hast alles aus dem Modell. Und ich bin ja auch ein Freund von Standards. Ich spreche immer wieder mit den Entwicklern, mit denen ich zu tun habe, oder Designern, die sagen, nutzt Standards, Schnittstellenstandards oder andere Entwicklungsstandards, in diesem Fall halt ein Prozessmodellstandard, weil da sind die Best Practices schon drin beschrieben worden. Man muss sich darüber kaum noch Gedanken zu machen, wie es dann vielleicht auch ausgetauscht werden kann, wie es gelesen werden kann, wie es verstanden werden kann.
Deswegen bin ich immer ein Freund davon, ja, auf Standards mich erstmal zurückzuziehen und zu gucken, was kann der mir denn alles liefern. Und wenn der dann sogar noch die Möglichkeit hat, das anzupassen, ja, dann ist es ja super. Vielleicht noch die Frage, wenn du kommst ja als Berater dann auch rum durch die Firmen. Für welche Firmen würdest du empfehlen, dass das sinnvoll zu nutzen ist? Kann das jetzt jedes Zwei-Mann-Projekt, ist das dafür notwendig? Oder brauche ich es erst ab 10, 20, 50 Leute im Projekt? Oder ist es wirklich nur, wenn ich Automotive Spice Level 3, sprich, ich möchte ein Prozessmodell haben, was ich auf die ganzen Entwicklungsprojekte ausrollen kann? Wofür macht es Sinn, dieses Prozessmodell zu benutzen? Ja, ich glaube, das ist an sich so eine Frage, wofür macht es Sinn, Systems Engineering zu nutzen? Die haben schon ein bisschen miteinander zu tun, diese Fragen. Ngozi antwortet darauf ganz eindeutig, sowohl für kleinere Einheiten, als auch für Mittelständler, als auch für große Enterprises, auf gutem Englisch gesagt, Konzerne, ist es sinnvoll. Man muss aber pragmatisch überlegen, wofür. Ne? Zum Beispiel in einem Unternehmen von 10 Leuten würde ich nicht so Unternehmensarchitektur Disziplin einführen. So ganz ordentlich, okay, wir machen jetzt Transformation, erstmal modellieren und dann nur weitermachen. Es gibt aber noch eine Ebene oder eine Dimension, über die man das denken muss. Das Prozessmodell ist natürlich nur für Geschäftsebene, also Businessprozesse, Funktionen, Organstrukturen und so. Es gibt ja aber jetzt zurzeit bei uns fast in jedem Unternehmen IT-Ebene und so, wenn du willst, so Betriebssystemebene, Hardware-Ebene, solche Dinge. Ja. Und es ist mindestens doppelt so schwer oder dreifach so schwer, wenn wir auch um diese Ebenen denken. So jeder Prozess wird von einem oder von mehreren IT-Systemen unterstützt, die auf einem oder mehreren Servers laufen. Und wenn ich so ein komplexes Unternehmen habe, wo ein paar Dutzend Mitarbeiter arbeiten, aber IT-Infrastruktur super komplex ist, dann macht das schon, glaube ich, Sinn. Da kann man ziemlich viel Geld sparen. Und hier muss man an unsere Kollegen denken, die ITler eigentlich, ne? Die unterstützen eigentlich Produktentwicklung, machen für uns IT-Ausrüstung, Unternehmensarchitektur eigentlich. Und das wäre genau ihre Sache. Ich denke in dem Fall für jede Größe. Aber nochmals, man muss pragmatisch verstehen, was man von dem Modell, von der Disziplin, von dem Umsatz bekommen möchte. Ja, okay. Ja. Ne? Okay, verstehe, was man dann denkt, wo man sich verbessern kann und wo man sich dann entsprechend verbessern möchte. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben einen großen Überblick bekommen. Groß in dem Sinne, dass wir zumindest verstanden haben, was hast du da entwickelt, was stellt die GFSE da bereit und demnächst auch die Ngozi, das hast du uns schon geteasert hier. Aber bevor wir zu Ende kommen, haben wir noch irgendwas vergessen, worüber wir noch sprechen sollten? Also etwas, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe, wo du aber sagst, Mensch, Moment, das sollten die Hörer auf jeden Fall noch wissen. Ja, vielleicht diese Nachricht möchte ich mitteilen. Es geht, ich glaube, Ziel und Zweck aller dieser Formalitäten ist immer, Menschen zusammenzubringen. Egal, ob es um Produkt geht, wenn wir verschiedene Abteilungen da zusammenbringen wollen, so sie über das Produkt sprechen. Oder um ein Unternehmen, so es da verschiedene Abteilungen gibt, die zusammensprechen wie ITler, die den Entwicklern und anderen Frontend-Kollegen etwas bringen sollen. Oder auch wir, also Methodisten, wenn du willst, diejenigen, die solche Produkte wie Modelle oder Vorlagen der Modelle gestalten. Für mich wäre es wirklich spannend, wenn aus dieser Initiative, zum Beispiel auf Ngozi-Ebene erstmal und dann auch bei uns in der Bundesrepublik, die Zusammenarbeit zwischen zwei Gesellschaften entsteht, Produktentwickler, Systementwickler und Unternehmensgestalter, die sich Unternehmensarchitekten nennen. Da sind schon ein bisschen so andere Leute wie wir. Wir haben wenig Überschneidungen. Ja. Aber fachlich, inhaltlich sehe ich da so viel Potenzial. Und ich hoffe, dass genau diese Geschichte schon uns ein bisschen näher zusammenbringt, weil wir so
das Tool von Ihnen nutzen, die Sprache eigentlich von Ihnen nutzen, um dieses Produkt zu beschreiben und so ein bisschen in die Richtung Ihr Framework gehen. Ja. Das würde mich wirklich stark freuen. Und wenn jemand von den Zuhörern sagt, ja, stimmt, da gibt es ITler, die kümmern sich um Unternehmensarchitektur, ich gehe mit denen jetzt sprechen. Das wäre wirklich schön. Das würde mich wirklich froh machen. Okay. Ja, jetzt hast du schon angesprochen, Feedback natürlich entweder an feedback@zukunftsarchitekt-podcast.de oder ihr könnt euch auch direkt an Alexander wenden. Sein LinkedIn-Profil habe ich in den Shownotes verlinkt. Und ja, dann stehst du quasi für die Hörer, die da Interesse haben, für Fragen und Erstgespräch wahrscheinlich zur Verfügung. Und dann wird sich wahrscheinlich auch noch alles klären, wenn die dieses Prozessmodell gerne mal anwenden wollen oder mal ausprobieren wollen, einen Showcase haben oder ja, ich weiß nicht, was sonst noch alles möglich ist mit dem Tool. Das wäre perfekt, ja. Ja, so sage ich herzlichen Dank, dass du hier zu mir gekommen bist oder dass wir beide nach Hamburg gekommen sind und hier das Interview geführt haben. Ja. War eine tolle Location hier und ja, ich danke dir, dass du die Fragen für die Zuhörer beantwortet hast. Vielen Dank, Alexander. Hat mich auch gefreut. Ich freue mich, dass ich jetzt nicht selber die Fragen erdenken sollte, sondern die Fragen zu beantworten. Das ist bei mir leider ein bisschen umgekehrt immer. Danke dir, Björn. Hat mich gefreut. Ja, sehr schön. Gut, dann wünsche ich dir eine gute Heimreise. Dankeschön. Wir können das so zum Ende machen. Danke dir.